Bernd Nachus. Ich spiele seit dem 9. Lebensjahr Bandonion, habe vorher noch 2 Jahre Akkordeon gespielt und bin dann umgestiegen auf Bandonion und habe dann auch das große Glück gehabt, bei Ernst Kusserow unterzukommen und bei dem ich dann bis zum Schluss Unterricht hatte und ausgebildet worden bin. Und heute wollen wir Ihnen mal das Instrument vorstellen, von der Anlage in der rechten Hand, in der linken Hand und was es alles für Möglichkeiten gibt und wie es eigentlich gespielt werden soll. So, das chromatische Bandonion-Modell Kusserow, entwickelt ungefähr in den 20er Jahren, ist so nach seinem Erfinder Ernst Kusserow benannt. Es unterscheidet sich grundlegend vom wechseltönigen Bandonion durch die Tonerzeugung zwischen Zug und Druck. Erklingen beim wechseltönigen Bandonion zwischen Zug und Druck unterschiedliche Töne, so sind diese beim chromatischen bzw. man sagt gleichtönigen Bandonion gleichbleibend, wie beim Akkordeon, was die Spielweise enorm erleichtert. Das gleichtönige Bandonion hat auch rechts die Melodieseite und links die sogenannte Bassseite, auf der man die Begleitung spielt. Trotzdem ist das Bandonion auch in der linken Hand voll polyphon spielbar. Die Anlage der rechten Hand ist folgendermaßen ausgelegt. Es ist wie beim Klavier eine Halbtonfolge oder chromatisch. In der Regel beginnt die Tonfolge vom kleinen Fis und geht hoch bis zum dreigestrichenen A. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Und dieses Instrument hat also, ist eine Ausnahmebauart. Es hat also auch wie beim Klavier schwarze und weiße Tasten. Es ist normalerweise sind sie immer alle hell, mit Perlmutt und so. Aber dieses Instrument, irgendeine Firma hat das mal hergestellt, hat das also so übernommen vom Klavier und das ist natürlich zum Erklären der Anlage heute sehr nützlich. Also das kleine Fis ist zum Beispiel hier. Die Anlage beginnt hier vorne in der ersten Reihe, geht dann immer, wenn die Reihe zu Ende gespielt ist, in die nächste Reihe über und so weiter bis zum Schluss, bis der letzte Ton kommt. Also der tiefste Ton in der rechten Hand ist dieser, das ist das sogenannte kleine Fis. Wir lassen aber diese beiden Reihen erstmal weg. Fis und dann kommt G, es wäre die weiße Taste, jetzt kommt die schwarze Taste, Gis, dann kommt wieder die A, B oder Hess, sagt man ja nicht, oder Ais, dann kommt H, dann kommt C und dann kommt Cis. Und dann würde es wieder weitergehen mit dem D, Dis, E, F, Fis, G, Gis, A, Ais oder B, H, C. Und dann sind wir schon, haben wir eine Tonleiter, also ist ja über eine Tonleiter sagen wir, von C bis C ist die Tonleiter. Und ich habe ja vom G angefangen. Und zwischendurch, wie gesagt, gibt es dann diese Halbtonschritte. Und deswegen, wie ich eingangs gesagt habe, in der Halbtonfolge Chromatik. Jetzt kommt die nächste Reihe. Und so weiter. So, also das ist erstmal die Grundform und man hat schon gesehen, wenn ich jetzt hier durchgehend eine chromatische Tonleiter spielen wollte, dann müsste ich, also ich habe ja bloß 4 Finger, aber es sind immer 7 Knöpfe zu spielen, dann müsste man also so ein bisschen springen, wie man sagt. Und dazu ist dann nachher die Hilfsreihe, aber das erkläre ich später. So, jetzt kommen wir mal zu den Anfängen, also wenn man jetzt mal eine Tonleiter spielen will. Eine Tonleiter besteht ja immer aus Tetrachorden. Tetrachord kommt aus dem Griechischen, eine 4-Tonreihe. Und eine Tonleiter besteht immer aus 2 gleichen Tetrachorden. Und ein Tetrachord besteht immer aus 2 Ganztönen, ein Halbton, 2 Ganztöne verbunden mit einem Ganzton, dann kommen wieder 2 Ganztöne, ein Halbton. Und damit ist dann die Tonleiter
gespielt. So, und da setzt auch unser Fingersatz an. Wir haben auch 4 Finger, der Daumen spielt nicht mit, sondern es sind nur 4 Finger. Und um es besser sichtlich zu machen, spiele ich mal die G-Dur-Tonleiter. Also G, Ganzton A, Ganzton H, Halbton C. Das wäre das erste Tetrachord. Jetzt kommt das zweite, da gehe ich nur nach hinten. Jetzt kommt ein Ganzton zwischen C und D. D. Ganzton E. Jetzt kommt wieder ein Ganzton, da muss ich das Fis nehmen. Und Halbton ist G. So, und dieser Fingersatz ist bei allen Tonarten gleich. Also wenn ich jetzt bloß das natürlich bei unterschiedlichen Tonleitern immer mit einem anderen Finger beginnt. Aber dann ist der Ablauf immer gleich. Wenn ich zum Beispiel die C-Dur-Tonleiter spiele, das C ist hier, der 5., jetzt kommt der 2., 3., 4., 5., 2., 3., 4. Erste Tetrachord, 2. Und so lässt sich das beliebig weiter sagen. Wenn ich zum Beispiel jetzt kompliziert für Anfänger eine Des-Dur-Tonleiter, spielt keine Rolle, ist genau das gleiche. Und so baut sich jetzt jede Tonleiter auf und erleichtert natürlich kolossal die Spielweise, und vor allen Dingen ist es bei Druck und Zug immer derselbe Ton. Also man kommt da nicht in Schwierigkeiten, dass dann wenn man versehentlich einen anderen Balk nimmt, dass dann noch andere Töne klingen. So, denn wenn man jetzt also Lieder spielt oder auch erstmal die Tonleitern, dann sollte man möglichst die Finger immer in der Nähe bei den Knöpfen lassen und nicht so viele spielen dann mit so gespreizten Fingern, und das ist dann, ehe man die dann wieder zurück hat, wenn sie gebraucht werden, da vergeht dann zu viel Zeit, und wenn man die Finger in der Nähe der Knöpfe lässt, dann erleichtert das auch die Spielweise und geht auch flüssiger. Also ich mache mal vor. Spielen wir weiter. Überhaupt, wenn man nachher ein bisschen schneller spielt, dann kann man sich das gar nicht erlauben, dass die Finger weg sind. Also da sieht man schon, wenn die jetzt da irgendwo in der Luft hängen würden, es würde viel zu lange dauern, um die Finger wieder zurückzukriegen. So, ein enormer Vorteil bietet diese Anlage, Modell Crusero, durch die Quinten, dass hintereinander immer Quinten angelegt sind. Und diese Quinten, die lassen sich also bequem mit einem Finger spielen. Sodass ich, wenn zum Beispiel jetzt Akkorde gespielt werden, 5-stimmige Akkorde, ich habe ja bloß 4 Finger, das wäre schon ein Problem. Aber dadurch, dass ich mit einem Finger 2 Töne greifen kann, zum Beispiel in der linken Hand, also in dem 5. Finger hier, 2 Töne gegriffen, und da, wo sie dann gerade gebraucht werden. Also gerade in der Jazzmusik oder wenn man ein bisschen moderner spielen will, dann kommt man also mit Dur und Moll und nur mit 3-stimmigen oder 4-stimmigen Akkorden nicht aus, und ist eine kolossale Erleichterung. Und man kann dadurch auch alles spielen. Also es sind Akkorde spielbar 6-stimmig, weil ich ja mit einem Finger 2 greifen kann, mit einem anderen Finger auch nochmal 2 und mit den zwischendurch nochmal 2 Töne. Also es lässt sich, und das auch wieder in allen Tonarten, weil es ist ja, wenn ich jetzt hier C-Dur spiele, dann ist hier zum Beispiel ein Ton tiefer, das H-Dur.
Und das könnte ich mit dem gleichen Fingersatz spielen, ja. Oder hier. Oder einen halben Ton höher. So, wie eingangs erwähnt, komme ich jetzt auf die Chromatik nochmal zu sprechen, auf die chromatische Tonleiter. Wir haben für unsere Spielfähigkeit haben wir 4 Finger und die chromatische Tonleiter hat ja erstmal 7 Knöpfe hintereinander, die bespielt werden müssen. Und um das hintereinander flüssig zu spielen, müsste man also mit irgendeinem Finger die letzten 3 Töne müsste man springen. Und damit kann man keine Geschwindigkeit erreichen und es gibt auch keine Technik, aber ich mache es trotzdem mal vor, wie es quasi unmöglich wäre. So, das zum Beispiel kann man sich ja vorstellen, wenn ich jetzt schnell spiele, dass es gar nicht möglich ist. Und dafür gibt es jetzt diese Hilfsreihe. Die gibt uns die Möglichkeit, durchgehend flüssig die chromatische Tonleiter zu spielen. Und diese Hilfsreihe, die ist mit dieser hier identisch, sodass wir jetzt nicht und dann springen müssen, sondern wir nehmen den Ton, spielen wir einfach hier vorne. Lassen den jetzt aus. Hier genauso, das wäre der wieder. Und so weiter. Und dass man dann eben in der Lage ist, eine flüssige Tonleiter zu spielen. So, und dann haben wir noch diese zweite, kann man auch Hilfsreihe nennen, diese hier, die ist identisch mit der letzten Reihe hier unten. Also, und das bringt bei gewissen Spielen, bei gewissen Stücken eine Erleichterung, dass man dann zum Beispiel nicht nach hinten mit dem kleinen Finger hier muss, sondern kann, hier ist das Cis und hier ist das Des, ist also enharmonisch verwechselt, ist derselbe Ton. Und so geht es weiter, die Quinte, Gis auch, Ass oder könnte man auch Gis sagen hier und dann Dis, Es. Also das ist eine Grifferleichterung, diese Reihe. Aber diese Reihe, die Chromatik, diese Reihe ist für die Chromatik äußerst wichtig. So, jetzt kommen wir nochmal zurück auf die Terzen. Also habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass man immer mit den 2 gleichen Fingern die Terzen spielt. Entweder die kleine oder die große Terze spielt keine Rolle. Mit dem zweiten und vierten Finger und dann mit dem 3. und 5. Und das geht immer so weiter. Immer weiter. So, das geht natürlich auch dann ein bisschen schneller und es ist eben ein flüssiger Lauf dann. Und das natürlich wieder in allen Tonarten gleich. Wenn ich jetzt nochmal einen halben Ton höher spiele oder hier ein Astur. Und so weiter, kann man also fortsetzen, so ein A-Dur, also es ist immer der gleiche Fingerablauf und das sind eben die Vorteile dieses Systems, was auf dem Wechseltönchen durch diese andere Anlage überhaupt nicht möglich ist. So, die linke Seite, die sogenannte Bassseite, hat gegenüber der rechten Anlage eine andere Anordnung. In der Regel beginnt es unten beim großen C und hört oben beim eingestrichenen H auf. Es gibt noch Instrumente, die noch ein klein bisschen erweitert sind, aber das ist ungefähr so die Norm. Und zwischendurch
geht es chromatisch aufwärts, also von ganz unten bis hier oben. Und die Grundreihe sind also die Grundtabelle sind diese 4 Reihen hier. Und das sind hier 2 Hilfsreihen, erkläre ich später nochmal. Also wenn man jetzt hier beginnen würde, gehen wir hier aus dem Loch raus, die Chromatik, also chromatisch wieder Halbtonfolge, Ton für Ton, da sieht man auch wieder C, zum Beispiel weiße Taste, D, weiße Taste, E, F, G und dazwischen diese schwarzen Tasten wie auf dem Klavier. Also wenn ich jetzt aber die Chromatik. Wurde nicht so gespielt, wie ich eben gezeigt habe, sondern der Griff ist hier ein bisschen eng bei diesem Instrument. Man spielt so, das ist normalerweise die richtige Griffspielweise. So, wenn wir uns jetzt die Anordnung noch mal ein bisschen näher betrachten, dann sind die Töne übereinander immer große Terzen. Also ich spiele mal mit einem. Das sind immer große Terzen und jeweils der 4. Knopf ist immer die Oktave. Und wenn man jetzt die Finger nebeneinander legt, die 4 Finger, wir spielen auch bloß mit 4 Fingern, der 5. guckt hier durch, dann hat man immer ganz leicht die Oktave im Griff. Wenn ich jetzt von hier wieder den 5. rauflege und alle nebeneinander, habe ich die nächste Oktave. Und wenn hier noch das C wäre, hätte man also noch die nächste Oktave auch. So, und in der anderen Richtung, in der Schräge, sind es immer kleine Terzen. Sieht man schon wieder C, S, und so weiter. Und wenn die zu Ende ist, wenn wir nur wieder von den Grundton C ausgehen, in der Schräge, habe ich vorhin gesagt, sind alles kleine Terzen. Und ein verminderter Dreiklang besteht nur aus kleinen Terzen. Also zum Beispiel der. So, das ist aber trotzdem wieder Grundton, Terz und Quinte. Aber das ist jetzt nicht die reine Quinte, sondern ist die verminderte Quinte. Und wenn ich die 3 zusammengreife, dann habe ich den verminderten Dreiklang. Und wie gesagt, in allen Lagen immer derselbe Griff. Und jetzt noch zu den letzten Dreiklang. Ist der übermäßige Dreiklang. Wieder von den Grundton C ausgehen. Der übermäßige Dreiklang besteht nur aus großen Terzen übereinander. Also, aber in der Regel natürlich Grundton, Terz und Quinte. Aber damit es hier verdeutlicht wird, sagen wir mal 2 große Terzen übereinander. Also es wäre hier C, E, Gis. Und das ist natürlich jetzt nicht wieder die reine Quinte, sondern das ist jetzt die übermäßige Quinte. Also beim Verminderten hat man die verminderte Quinte und beim übermäßigen Dreiklang, sagt er ja schon, die übermäßige Quinte. Und der klingt dann so. Und dann auch wieder in allen Bereichen immer derselbe Griff. Diese beiden hinteren Reihen sind mit den vorderen Reihen nochmal gekoppelt. So, ist sehr gut sichtbar. Oder ich kann es auch mit einem Ton was machen. So, dann sieht man es sehr genau. Und das hat einen ganz wichtigen Vorteil beim Einzeltonspielen. Wenn man zum Beispiel eine Passage spielt,
hier müsste man jetzt, also wenn man keinen anderen Fingersatz hat, müsste man zum Beispiel von dem zu diesem Ton springen. Und das kann man umgehen, indem man dann denselben Ton außen greift. Und das gibt es noch viele Beispiele, wo die beiden Hilfsreihen, die also hier verdoppelt sind, sagen wir ruhig Hilfsreihen dazu, die gekoppelten, zu dem Einzelton, dem beweglichen Einzelton spielen, enorm förderlich ist. So, um Akkorde zu spielen, dann gibt es also einen sogenannten Grundfingersatz. Also 3 Finger müssen immer zusammenbleiben. Man kann den Grundakkord man kann einen Dur-Akkord mit dem 5., 4., 3. spielen oder mit dem 4., 3., 2. Finger spielen. Also die beiden Möglichkeiten, mehr gibt es nicht. Entweder so, C, oder jetzt die andere Formation, C. Aber hierbei kommt es immer darauf an, wie es weitergeht, was man als nächsten Akkord spielen muss. Also wenn ich jetzt hier den Akkord mit dem 4., den C-Dur-Dreiklang mit dem 4., 3., 2. spiele und muss dann hinterher den G-Dur spielen, den G-Dur-Akkord, dann müsste ich also hochhopsen mit den 2. und nehme ich gleich spiele den ersten Akkord mit dem 5., 4., 3. Finger, dann habe ich den 2. Finger schon für den nächsten Akkord. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Septimakkord spiele, dann ist der schon parat und ich muss nicht von da nach da springen, sondern spiele einfach den Grundakkord mit dem 5., 4., 3. und habe jetzt, der 3. bleibt zum Beispiel bei G7 liegen, habe das H schon parat und der 4. geht zum F. Also Grundakkord und jetzt der G7 und wieder zurück. Und die andere Möglichkeit jetzt, wenn man mit Wechselbass spielt, was man ja, wenn man ganz gleich, ob ein Volkslied spielt oder ein Schlager oder irgendein Walzer spielt, da spielt man ja nicht immer mit denselben Grundbass, sondern der wechselt ja immer mit dem Quintbass. Ich führe mal hier eine Walzerbegleitung vor. So, und dann würde der Grundbass im Akkord wegfallen, weil der spielt ja auch mal den Ton G, C, der wechselt immer zwischen C und G. Und er würde in dem C-Dur-Dreiklang, da muss er enthalten sein, denn C-Dur, nach dem Ton C wird der Akkord ja benannt. Also dann greift man das obere C. Anstatt das untere nimmt man den oberen Ton C und greift jetzt also den Akkord E, G, C zum Beispiel als Dreiklang und hat jetzt unten den Grundbass. Jetzt wechselt das. Bei F-Dur genauso. F. Oder G-Dur und dann wechselt er mit D. Und jetzt wieder zurück zum C-Dur. Also das ist dann überall, wenn man auch jetzt eine Foxtrot-Begleitung da sieht man, wenn man die Begleitung spielt, ganz gleich welche, dann werden immer der 4., der 3. und der 2. Finger fürs Akkordspielen gebraucht. Und der 5., er spielt auch manchmal Durchgänge, die sich auch sehr schön anhören.
Also zum Akkordspielen immer vierte, dritte, zweite, wenn man den fünften zum Grundbassspielen braucht. Grundbass und Wechselspiel und Wechselbass. So, bei dem Dreiklang gibt es zwei Umkehrungen. Also es bleibt immer zum Beispiel bei C-Dur, C, E, G und den kann ich jetzt umkehren, das heißt, ich nehme den tiefsten Ton nach oben und ich fange dann nicht bei C an, sondern bei E, E, G, C. Und das Spiel kann ich jetzt nochmal machen. Jetzt nehme ich wieder den tiefsten Ton, gehe nach oben, fange jetzt bei G an, G, C, E. Das wäre die zweite Umkehrung. Und danach wäre es wieder die Grundstellung. Also jetzt spiele ich das mal im Zusammengriff. Grundstellung C, E, G. Erste Umkehrung E, G, C. Zweite Umkehrung G, C, E. Und das ist zum Beispiel jetzt bei allen Tonarten oder in allen Tonarten bleibt es der gleiche Griff. Das war überall die zweite Umkehrung, jetzt machen wir nochmal die erste. Also es sind immer dieselben, ist immer derselbe Griff. Und die Grundstellung ja sowieso dann. Und das ist natürlich eine enorme Erleichterung fürs Akkordspielen, was uns dieses System bringt und was zum Beispiel Wechseltöne immer jeweils eine neue Philosophie braucht. Da es beim Wechseltönchen Bandoneon keinen einheitlichen Aufbau gibt und man muss bei jedem Akkord, den man spielt, den muss man sich neu zusammenstellen, vom Fingersatz her. Und das ist eben hier bei dem Gleichtönchen Bandoneon eben doch bedeutend leichter. So, wir haben natürlich auch in der linken Hand für Tonleitern variable Fingersätze, aber zum Anfang erstmal auch Grundfingersätze. Und ich spiele mal die C-Dur-Tonleiter. Der Ton C ist hier. Mit dem fünften Finger, dann kommt D mit dem vierten, E mit dem dritten, F mit dem zweiten, G mit dem dritten, A mit dem zweiten, H mit dem dritten, C mit dem zweiten und abwärts genauso. A, D, F, G, D, so, und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit D anfange, dann ist es so ungefähr wie in der rechten Hand, dann eben fange ich mit dem vierten Finger an. D, E, Fis, G, A, H, Cis, D und zurück. Und so würde sich das immer fortsetzen. Wenn ich jetzt E-Dur-Tonleiter spiele, fange ich mit dem dritten an, F-Dur mit dem zweiten. Und hier oben spielt man also überwiegend mit dem zweiten, dritten Finger, weil lässt sich wunderbar spielen. Es sei denn, wenn mehrere Töne gebraucht werden, muss man natürlich auch, also nicht nur Tonleitern, sondern eine Tonabfolge, dann braucht man natürlich auch andere Finger. Aber erst wenn man in die tieferen Lagen geht, muss man natürlich mehr den fünften und den vierten Finger dazu ziehen. Dann kommt man mit dem zweiten, dritten natürlich nicht mehr so runter, aber hier oben spielt sich das natürlich sehr bequem und da würde man zum Beispiel auch mit dem vierten, fünften Probleme haben. Also lässt sich im Prinzip alles wunderbar greifen. Sollten sich Töne wiederholen,
dann spielt man es fingersatzmäßig genauso wie auf dem Klavier. Also nach Möglichkeit nicht mit einem Finger, weil viel zu schwerfällig ist, sondern man benutzt dann auch zwei Finger.